herzlich willkommen auch von unserer Seite. Es freut mich, Frau Dr. Anne Meckbach hier begrüßen zu dürfen. Anne, du hast deine Karriere begonnen als Rechtsanwältin, warst dann mehrere Jahre in-house bei ProSieben, zuletzt als Chief Compliance Officer und jetzt seit 2 Jahren in dieser Funktion bei Best Secret, einer geschlossenen Online-Off-Price-Plattform für Designermarken. Herzlich willkommen. Hallo. Wir freuen uns auch sehr, dass heute Charlotte Meissner bei uns ist. Charlotte, du bist ESG Senior Manager bei Best Secret. In deinem Verantwortungsbereich liegt das Nachhaltigkeitsprogramm der Firma, aber auch die interne und externe Nachhaltigkeitskommunikation. Vor deiner Zeit bei Best Secret, vor 2021, warst du in der Wissenschaft unterwegs, im Non-Profit-Bereich, aber auch in der Nachhaltigkeitsberatung. Herzlich willkommen an euch beide. Anne, mit deinem Werdegang kommst du aus dem G in ESG zum Thema Nachhaltigkeit. Bei dir in der Verantwortung liegt die Umsetzung von komplexer neuer Regulatorik wie CSRD, LKSG, Entwaldungsverordnung. Und jetzt ist nur unser Impuls hier nicht mit Regulatorik umsetzen nur überschrieben, sondern mit Regulatorik umsetzen, Werte schaffen. Wie passt es aus deiner Sicht zusammen und hast du Empfehlungen für unsere Zuschauerinnen? Ja, vielen Dank. Es passt aus meiner Sicht sehr gut zusammen. Regulatorik umsetzen, gerade wenn es neue Regulatorik ist, heißt immer erstmal Bestandsaufnahme. Ja? Ist mit Soll abgleichen. Und wir haben uns auch im Rahmen unseres CSRD-Projekts erstmal angeschaut, was sind die Anforderungen, wo stehen wir mit unseren aktuellen Prozessen, welche erfüllen die Anforderungen bereits, wo sind wir schon Teil des Wegs gegangen, ohne es zu merken, was müssen wir gegebenenfalls nur leicht anpassen und wo müssen wir noch neue Prozesse schaffen oder grundsätzliche Veränderungen vornehmen. Dazu muss man sagen, dass die CSRD meines Erachtens mit den ESRS einen sehr guten, strukturierten Rahmen vorgibt, um sich diesen Themen zu nähern. Es ist natürlich erstmal überwältigend, wenn man zum ersten Mal drauf schaut. Also gerade Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht noch am Anfang dieser Reise stehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man sich da erstmal etwas überfordert fühlt oder sagt, das ist aber jetzt doch sehr viel. Als wir das gemacht haben, war ich überrascht, wie viel doch schon da ist. Wir hatten, glaube ich, beide erstmal den Eindruck, oje, das endet nicht gut, da kommt überall Null raus. Dem ist nicht so. Und ich glaube, das wird ganz vielen Kolleginnen so gehen, wenn sie sich das anschauen. Wir haben festgestellt, dass in manchen Bereichen vielleicht noch nicht alles da ist, was wir brauchen, aber dass es ganz viele Ideen und Initiativen gibt bei Kolleginnen und Kollegen, von denen wir gar nichts wussten. Die schlummerten im Verborgenen und durch diesen strukturierten CSRD-Ansatz kamen die hervor und wir konnten dadurch relativ schnell No-Regret-Moves identifizieren, wo wir sagen, mit ganz wenigen Tweaks können wir das so anpassen, dass uns das für unser CSRD-Reporting extrem helfen wird. Ein Beispiel, was konkret bei uns aufgetaucht ist, ist zum Beispiel die Schärfung unseres Health and Safety-Konzepts. Das war ohnehin schon vorhanden, ein paar Anpassungen weiter und wir können das für unser Reporting komplett verwenden. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, sich solche Dinge anzuschauen. Das sind noch nicht die großen Veränderungen. Die brauchen ein bisschen mehr Diskussion, ein bisschen mehr Zeit, mehr Support vom Management. Aber auch da hilft die CSRD total, das einmal strukturiert anzugehen, gemeinsam draufzuschauen. Und der Druck, der dadurch entsteht, gibt dem Ganzen Momentum, gibt dem Aktualität, setzt es auf die Agenda. Und da haben wir zum Beispiel das Thema Zertifizierungen, gerade für die Textilbranche natürlich relevant, nochmal mit ganz anderen Vorzeichen jetzt uns vorgenommen, sind da in die Diskussion eingestiegen, sind allerdings noch am Anfang der Reise, deswegen kann ich da noch nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir merken, die CSRD gibt uns den nötigen Anstoß, um die wichtigen Themen da anzugehen und damit dann natürlich auch Werte zu schaffen. Ja. Anne, du hast die CSRD angesprochen. Einer der ersten Meilensteine, vor dem viele unserer Kunden stehen, ist die Wesentlichkeitsanalyse. Ihr habt diese bereits vor mehreren Monaten durchgeführt. Was sind so die Key Learnings, was du so rückblickend jetzt unseren Kunden mitgeben würdest? In die DMA, in die Wesentlichkeitsanalyse Zeit zu investieren, ist gut investierte Zeit.
das bildet tatsächlich die Grundlage für viele weitere Schritte. Mir war das selbst, ich meine, ihr habt es eingangs gesagt, ich komme eher aus dem G-Bereich, nicht aus dem Environmental-Bereich, nicht so klar. Die Zeit, die wir da rein investieren, ist sinnvoll investiert, weil es bildet die Ausgangsbasis für alles Weitere. Wir haben gesehen, dass wir im Zuge der DMA eine Lernkurve hingelegt haben. Und was ganz wichtig ist, ist die Gesamtorganisation, die ja Input liefern muss zu diesen ganzen einzelnen Datenpunkten. Wir haben es vorhin gehört, Hunderte. Man muss die mitnehmen. Wenn man denen nicht erklärt, warum sie diese Übung machen, die ja zum Teil wirklich aufwendig sind, die weichen von ihren bisherigen Erhebungsprozessen ab oder wir verlangen ganz neue. Wenn wir das nicht erklären, warum wir das brauchen, warum das für uns alle wichtig ist, dann wird es nicht gut funktionieren. Das heißt tatsächlich, wie man so schön sagt, die Leute mitnehmen, kommunikativ auf einer ganz menschlichen Ebene und sagen, warum brauchen wir das? Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Learning. Zweitens, immer mal wieder zurückschauen und schauen, wo sind wir jetzt, womit haben wir angefangen, welche Impacts, Risks und Opportunities haben wir tatsächlich identifiziert und passt das in ein schlüssiges Gesamtkonzept. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass unsere IROs zum Teil durch Expertenwissen sehr detailliert geworden sind. Ja, das ist ja auch klar, man geht in die Breite, ins Unternehmen, man befragt seine Stakeholder und kriegt Feedback, was getrieben ist durch deren Expertise. Wir haben dann aber gemerkt, dass das gerade für Unternehmen, die jetzt nicht riesengroß sind, dazu führen kann, dass wir uns verzetteln. Das heißt, wir sind dann nochmal eine Abstraktionsebene höher gegangen und haben von außen drauf geschaut und gesagt, okay, das passt besser zu uns. Das ist kein statischer Prozess. Und des Weiteren würde ich sagen, ist es sehr sinnvoll, auch wenn, wir haben es vorhin ja auch gesehen, viele sagen, die Ressourcen in den Nachhaltigkeitsabteilungen sind nicht sehr reich gesät, diesen Prozess zentral zu begleiten. Weil innerhalb der DMA werden ja viele Bewertungen vorgenommen, zwangsläufig. Wenn das durch zu viele verschiedene Menschen getan wird, dann kommen da deren unterschiedliche Eindrücke rein und es wird unharmonisch. Oder man kann in der Rückschau nicht mehr gut nachvollziehen, wie es zu den Ergebnissen gekommen ist. Das heißt, immer mal wieder den gesamthaften Blick, gut kommunizieren und sich überlegen, wie detailliert will ich wirklich sein. Ja? Und dann, was wir zum Beispiel konkret auch gemacht haben, ist nochmal zu reflektieren, ob es sinnvoll ist, mögliche Auswirkungen zu definieren als IRO oder doch eher Risiken, weil wir im weiteren Verlauf des Projekts gemerkt haben, dass es uns einfacher fällt, unsere IROs zu managen, wenn wir sie nicht als Risiken, wenn wir sie nicht als Auswirkungen aufnehmen, sondern als Risiko, weil uns das im IRO-Management hinterher hilft. Das heißt, auch da würde ich vorschlagen, wenn man noch am Anfang der Reise steht, sich mal die Zeit zu nehmen, um zu schauen, wo wirkt sich das, was wir jetzt in der DMA tun, im späteren CSRD-Projekt eigentlich aus, das einmal zu durchdringen. Dann fällt es einem einfacher, sich im Rahmen der DMA auf die wirklichen Kernthemen zu fokussieren. Mhm. Danke dir. Charlotte, vielleicht an dich die Frage, wir hören das oft von unseren Kunden, ne, die Rolle des Nachhaltigkeitsmanagers oder Nachhaltigkeitsverantwortlichen im Unternehmen hat sich durch die Regulatorik stark gewandelt. Wir hören da auch viel Verdruss, dass immer mehr als Bürokratievertreter wahrgenommen wird, wie denn als wirklicher Businesspartner. Was muss sich da aus deiner Sicht an dieser Rolle nach vorne gerichtet wieder ändern, damit man wirklich auch diese Wertschöpfung auch wieder mit reinbekommt? Ja, danke Timo. Ich teile da diese Einschätzung tatsächlich zum Teil. Also es ist auch bei uns bei Best Secret so, dass wir zurzeit, wenn wir jetzt nur an die CSRD denken, was uns am meisten beschäftigt, wirklich sehr viel der verfügbaren Ressourcen im Nachhaltigkeitsteam darauf verwenden müssen, diese gesetzlichen Vorgaben im Unternehmen durchzusetzen und eben eine Legal Compliance zu erreichen. Und weiterhin ist es auch so, dass auch für die vielen Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir im Nachhaltigkeitsprogramm zusammenarbeiten, auch für die ist jetzt die Informationserhebung, die wir von ihnen brauchen und auch die damit zusammenhängende Dokumentation sehr viel komplexer
und zeitaufwendiger geworden und da kann es schon zu so einer gewissen Bürokratie, zu einem gewissen Bürokratieverdruss kommen. Wie du sagst, vor allem am Anfang, wenn man halt auch sehr viele Prozesse neu aufsetzen muss. Und ich sehe das aber jetzt, ich sehe es aber überhaupt nicht nur als negativ und verdrussfördernd, sondern vielmehr auch für uns als Nachhaltigkeitsbeauftragte als Chance, die CSRD und auch andere Regulatorik als Katalysator zu nutzen, um eben die für uns ja sehr wichtigen Themen noch mehr ins Bewusstsein der gesamten Organisation zu bringen und auch interessante Diskussionen anzustoßen, wie Anne ja auch schon angesprochen hat. Also ich sehe das auch so, die CSRD an sich hat ja wenige unmittelbare Handlungspflichten für die Unternehmen, aber halt sehr viele Offenlegungspflichten. Also sie verpflichtet die Unternehmen ja quasi zu einer umfassenden Bestandsaufnahme im Bereich Nachhaltigkeit und diese dann auch offenzulegen. Und das kann natürlich schon zu vielen Erkenntnissen führen und auch dem Entdecken von Entwicklungspotenzialen und auch zu mehr Motivation führen, Dinge vielleicht auch noch besser zu machen. Und ich habe das Gefühl wirklich, dass sich da bei uns auch gerade was tut. Also wir haben wirklich in der letzten Zeit viel uns auf diese gesetzlichen Vorgaben konzentrieren müssen, aber jetzt langsam habe ich so das Gefühl, wir sehen Licht am Tunnel und aufbauend auf dieser Bestandsaufnahme und auch aufbauend auf den ganzen Gesprächen, die wir ja dann im Rahmen des Projektes auch mit Kolleginnen und Kollegen haben und auch unserem Management-Team, können wir jetzt wirklich beginnen, auch zusätzliche Maßnahmen und Initiativen, die ganz zielgerichtet sind, zu identifizieren, die dann zum einen natürlich das CSRD-Reporting verbessern, aber nicht nur, sondern ja auch wirklich einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten können und auch Werte für das Unternehmen schaffen. Und solche Beiträge von uns werden dann natürlich auch nicht nur vom Management-Team, sondern auch von den Kolleginnen und Kollegen als sehr viel positiver und konstruktiver wahrgenommen. Und zu deiner Frage, wie sich die Rolle von Nachhaltigkeitsteams verändern sollte, wenn es mal ein bisschen the dust has settled sozusagen, stimme ich dir natürlich zu, wie du auch impliziert hast durch deine Frage, dass es sich schon dahin entwickeln wieder sollte, dass Nachhaltigkeitsbeauftragte wieder mehr inhaltlich beratend und steuernd tätig sein können und von dieser First-Line-Funktion zur Durchsetzung der Legal Compliance ein bisschen wegkommen können wieder. Und auch, wie du sagtest, eben sich wieder auf die Verbesserung der Nachhaltigkeitsperformance konzentrieren können. Denn im Idealfall sollte es ja so sein, dass wir als Nachhaltigkeitsteam dazu beitragen, dass sich das Unternehmen zukunftssicher aufstellen kann und vielleicht sogar Geschäftsmodelle sich weiterentwickeln in Richtung Nachhaltigkeit. Du sprichst die Anpassung von Geschäftsmodellen an. Jetzt ist es so, auf den ersten Blick ist euer Geschäftsmodell aus Nachhaltigkeitsperspektive natürlich sehr spannend. Auf den ersten Blick, da kommen einem die klassischen Herausforderungen des Online-Versandhandels in den Sinn. Das heißt Transportemissionen, Verpackungsmaterialien oder auch das Thema Sozialstandards in der Logistik. Wenn man dann genauer hinguckt und auf den zweiten Blick sieht man, dass euer Geschäftsmodell darauf beruht, Überproduktion von Designermarken aufzukaufen und die dann nutzbar zu machen. Das heißt, im Großteil geht es auch darum, Vernichtung zu vermeiden. Und ich habe neulich gelesen, war ziemlich erstaunt über die Zahl, dass rund jedes dritte neu produzierte Kleidungsstück letztlich gar nicht verkauft wird und zum Großteil auch vernichtet wird. Und wenn man sich dann überlegt, dass der Textilsektor für 10% der globalen Emissionen, CO2-Emissionen steht, dann gibt es ja nochmal einen ganz anderen Twist, einen ganz anderen Hebel für euer Geschäftsmodell. Wie wird sich denn aus deiner Sicht die Textilbranche jetzt auch im Lichte dieser neuen Transparenz, die geschaffen wird, weiterentwickeln? Ja, da hast du natürlich recht. Die Textilbranche an sich sieht sich natürlich erheblichen Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit gegenüber. Und die Überproduktion und die Vernichtung von Überproduktion sind nur eine Herausforderung, aber sicher ein Thema, dessen sich die ganze Branche wird annehmen müssen. Es gibt ja sogar im EU-Raum regulatorische Entwicklungen, dass die Vernichtung von neu produzierter und übrigens auch retournierter Ware verboten werden soll. Und danke, dass du unser Geschäftsmodell ansprichst, was ja hier tatsächlich Teil der Lösung sein kann. Ne? Also Best Secret bietet ja Brands
vornehmlich aus dem Premium- und Luxusbereich, die Möglichkeit, ihre überproduzierte Ware an unsere geschlossene Community weiterzugeben und sinnvoll zu verwerten und eben nicht zu vernichten. Und unsere Kunden wiederum haben die Möglichkeit, diese Ware zu deutlich reduzierten Preisen zu erwerben und dabei auch noch nachhaltiger einzukaufen als jetzt bei einem Anbieter, der keine überproduzierte Ware anbietet oder vielleicht sogar selber Überproduktion schafft. Ja, und zum Thema Versandhandel, Online-Versandhandel, hast du natürlich auch recht, da gibt es auch erhebliche Umweltauswirkungen natürlich, aber es sei kurz erwähnt, dass jetzt was Treibhausgasemissionen betrifft, es einige Studien gibt, die zeigen, dass da der Online-Versandhandel gar nicht mal so schlecht dasteht im Vergleich zum Einzelhandel. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ja durch die Anfahrt der KundInnen zu den Läden auch erhebliche Emissionen entstehen können, vor allem, wenn das im Auto passiert. Und nun zu deiner Frage, inwieweit die Textilbranche jetzt auch im Rahmen dieser neuen Transparenzpflichten neue Werte schaffen kann. Also wir beobachten das schon, dass es da gewisse Entwicklungen zu mehr Nachhaltigkeit in der ganzen Branche gibt. Das ist zum einen auch getrieben von der Kundennachfrage, aber eben wirklich auch von diesen regulatorischen Entwicklungen und Transparenzpflichten. Hier hat zum Beispiel das Lieferkettengesetz erste gute Impulse gesetzt zum besseren Schutz der Menschenrechte bei der Produktion der Textilien. Und auch die EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles wird hier weitere gute Impulse setzen, nämlich bezüglich mehr Nachhaltigkeit bei den Artikeln und auch wieder mehr Transparenz, nämlich in dem Fall für die KundInnen, die gerne eine nachhaltigere Kaufentscheidung treffen wollen und derzeit da noch berechtigte Unsicherheiten haben zum Teil, um wirklich einschätzen zu können, wie nachhaltig oder eben nicht nachhaltig sind die Artikel, die ich gerne erwerben möchte. Genau, und deswegen denke ich, dass sich da in dem Bereich schon viel tun wird in den nächsten Jahren und dass zum Beispiel Firmen, die wirklich nachhaltiger produzierte Mode anbieten, sich auch besser werden abheben können, das besser zeigen werden können und dadurch Wert schaffen und damit dann auch Vorbildfunktion haben für andere Firmen hoffentlich. Spannend, das ist doch ein positiver Ausblick. Anne, wir hatten jetzt die Kundenperspektive beleuchtet. Best Secret beschäftigt mittlerweile auch über 2000 Mitarbeitende weltweit und ihr seid seit 2017 im Portfolio des Private Equity Hauses Permira. Und was wir oft in Gesprächen mit unseren Kunden feststellen, dass diese neue Transparenz, die auch durch die CSRD nochmals auf ein neues Level gebracht wird, dass es zu ganz neuen Priorisierungsherausforderungen auch führt. Das heißt, ganz neue Stakeholdergruppen oder beziehungsweise bestehende Stakeholdergruppen haben ganz neue Belange und Ansprüche, weil sie eine neue Basis haben, auf derer sie argumentieren können. Trifft dich das heute jetzt auch schon in deiner Arbeit und hast du da eine Empfehlung, wie man damit umgehen kann? Ja, also wir merken das auch schon tatsächlich. Ganz wichtige Stakeholdergruppen, interne Stakeholder hast du angesprochen. Zum einen unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen natürlich, aber auch die Gesellschafter, in unserem Fall Permira. Die konkrete Auswirkung der CSRD auf die Zusammenarbeit mit unserem Hauptgesellschafter ist, dass wir uns mit ihm austauschen. Ja? Also schon angefangen bei sehr banalen Themen darüber, wie macht ihr das? Welches Tool verwendet ihr? Und das vielleicht als Rat, nachdem wir jetzt schon ein gutes Teilstück unseres Wegs in Richtung CSRD-Reporting hinter uns gebracht haben, der Austausch mit anderen Unternehmen ist wirklich sinnvoll. Also sei es Gesellschafter oder auch andere Unternehmen. Anders als in vielen anderen regulierten Bereichen gibt es hier schlicht noch keine gängige Praxis. Und gerade wenn sich womöglich auch Unternehmen aus einem ähnlichen Sektor austauschen, ist es jetzt noch möglich, eine gängige Praxis zu schaffen, weil es gibt sie schlicht noch nicht. Ja? Wenn also dann das Reporting immer in die gleiche Richtung geht, hat man da die Chance, jetzt tatsächlich noch was zu bewegen. Also der Austausch mit anderen macht Sinn, die stellen sich im Zweifel die gleichen Fragen. Viele werden sie noch nicht beantwortet haben, aber die ein oder andere vielleicht schon. Was das Thema Werte schaffen angeht durch ESG, klar, ne? Die Investoren, die Gesellschafter,
Die schauen natürlich zum einen darauf, sind die Unternehmen compliant, sprich holen wir uns zusätzliche Risiken ins Haus. Das sollte mal nicht der Fall sein. Das ist aber sozusagen das Minimum, die Minimumpflicht. Darüber hinaus gilt es aber, sich positiv abzuheben. Was Charlotte schon in Bezug auf die Kunden gesagt hat, gilt natürlich auch in Bezug auf die Gesellschafter und die Investorenseite. Denn die Unternehmen, die es schaffen, zu den ESG-Themen sinnvolle Beiträge zu leisten, sich positiv abzuheben, werden das tendenziell positiv in ihrer Bewertung spüren. Ja, also da gilt es wirklich, sich gut aufzustellen, sich nachhaltig aufzustellen, im besten Sinn des Wortes. Und um zurückzukommen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, klar, auch da, das sind ganz wichtige Stakeholder. Wir sehen jetzt durch die geschaffene Transparenz, durch die Fokussierung auf die Themen, dass wir klarer priorisieren können, dass wir die vorhandenen Bausteine neu sortieren. Bei uns bedeutet das jetzt ganz konkret, dass wir zum ersten Mal über eine DEI-Policy nachdenken und die vorhandenen Initiativen da so bündeln, dass die Mitarbeiter davon möglichst bald auch unmittelbar was spüren werden. Sehr spannend. Also vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke zu Best Secret. Ich meine, ich nehme im Wesentlichen 3 Punkte mit. Der erste ist, dass in vielen Unternehmen, unter anderem auch bei euch, schon ganz viel da ist, auf das man aufbauen kann. Und die CSRD bietet jetzt eine neue Bühne, eine strukturierte Bühne, das Ganze nach außen zu tragen, mehr Visibilität und somit auch Zielgerichtetheit reinzubringen. Das Zweite, was ich aufgeschnappt habe, ist, dass sich die Nachhaltigkeitsabteilung weiterentwickeln wird und auch muss. Das heißt, kommen von einer sehr starken Regulatorik-Fokus wieder mehr hin zu Business-Partnerschaft. Und der dritte Punkt, den ich mitgenommen habe, ist, dass durchaus Wertpotenzial auch darin besteht, ernsthaft das Thema Transparenz anzugehen, sich im Markt zu differenzieren und die Resilienz zu steigern. Vielen, vielen Dank dafür. Und Goran, Katharina sind schon hier. Ich freue mich auf die Fragen. Ja. Ich muss sagen, in dem zugespitzten Wahlkampf jetzt, wo nur eingedroschen wird, gefühlt auf die Regulatorik, danke ich euch erstmal jetzt wirklich auch für diese positive Stimmung, die ihr reinbringt und sagt, du hast beispielsweise angesagt, der CSRD bietet einen super Rahmen. Gibt einen guten Rahmen, sich darauf zu organisieren und im Endeffekt, ich glaube, du hast darüber gesprochen, Charlotte, was ist der Fokus des Unternehmens, dass man die Ressourcen in die richtige Richtung lenkt. Also danke auch wirklich für diese positive Stimmung, Energie in dieser aktuellen Zeit. Was haben wir denn für Fragen in dieses Panel rein? Eine ganze Menge. Ich habe auch hier mal 2 rausgegriffen und würde gerne starten mit einer Frage. Ich glaube, Anne, du hattest das vorhin auch schon tangiert. Wie kann die DMA bzw. die Ergebnisse der DMA denn zur Wertsteigerung beitragen? Naja, indem man eben die beschränkten Ressourcen, die man hat, auf die Punkte fokussiert, wo man nach der DMA sagt, da sind wir schon nah am Ziel, da haben wir den größten Hebel, den größten Leverage. Oder wo man sagt, das sind ganz wichtige Bereiche, die haben wir noch gar nicht bespielt. Da müssen wir ganz, ganz schnell Fortschritte machen, anstatt mit dem Rasenmäher über alles irgendwie drüber zu gehen. Gerade in Zeiten knapper Kassen kann es sehr sinnvoll sein, sich ganz spezifische Initiativen rauszusuchen und zu sagen, da bewegen wir uns zuerst. Ja, macht absolut Sinn. Insbesondere das Fokussieren der Ressourcen, denke ich. Das ist wahrscheinlich für viele gedacht erst der zweite Schritt, aber macht irgendwo Sinn, das direkt mitzudenken. Ich habe noch eine weitere Frage, vielleicht an Charlotte. Textilbereich versus Wertschöpfung versus Compliance. Wie passt das zusammen? Vielleicht auch von der Kommunikationsperspektive? Wiederhol bitte nochmal Textil. Mache ich gerne. Der Textilbereich, also ich nehme an, es kam wahrscheinlich aus der Richtung, dass das ja schon oft in der Vergangenheit ein bisschen unter Druck geraten ist oder vielleicht nicht ganz im besten Bild dargestanden war. Wo wird es produziert? Das S in ESG vielleicht. Wertschöpfung versus Compliance. Kann da eine positive Botschaft gesendet werden, die auch dadurch wertschaffend wird? Naja, also wie gesagt, es stimmt natürlich, dass in der Textilbranche jetzt nicht alles super nachhaltig ist schon jetzt. Und ich denke schon, dass das zusammenspielen kann und dass uns die Regulatorik eben dabei hilft, auch uns als Konsumenten, die wir ja auch alle sind und die das gerne sehen wollen. Wir wollen ja auch gerne wissen, zumindest viele von uns, wie wurden Sachen hergestellt. Und
von alleine wird es halt auch nicht kommen. Aber wenn alle sich bewegen müssen durch die Regulatorik, dann können auch die wirklich Wert schaffen wollen, sich auch besser hervorheben. Also ich sehe das schon als Zusammenspiel. So einen Rahmen zu setzen, wo alle das gleiche Level Playing Field dann haben, ne? Ja. Und gleichzeitig als Chance zu nutzen. Ne? Also dann Genau. auch aus der Not die Tugend zu machen, zu sagen, jetzt erst recht und jetzt zeigen wir Genau, auch das, und was wenn wir alle machen sich können. bewegen, dann bewegen wir uns jetzt auch. Ganz genau. So, ne? Ja.